Ich mag das Reisen mit unserem Wohnmobil, aber ich mag es genauso, wieder heimzukommen. So sehr wie ich das Unterwegssein schätze, so sehr freue ich mich auch immer wieder, daheim zu sein. Wieder in meinen eigenen vier Wänden, wieder in meinen Alltag eintauchen mit all den kleinen vertrauten Dingen, die mir Halt geben. Unterwegs ist oft alles neu und vieles anders und genau das liebe ich auch am Reisen. Aber zu Hause, da liegt das Gute im Vertrauten, im immer Wiederkehren. Zu Hause, das ist mein Fundament, mein Alltag und mein Rhythmus. Hier gibt es Dinge zu tun, Verantwortung zu tragen und Abläufe zu koordinieren. Aber genau das fühlt sich richtig an, weil es mein Leben ist. Ganz langsam, Schritt für Schritt, wieder alles an seinen Platz zu bringen und damit auch mich selber. Einfach wieder hier sein und merken, wie gut sich auch das anfühlt. Die Woche beginnt, der erste Tag nach dem Urlaub. Die Kinder sind wieder in der Schule und hier läuft der Alltag allmählich so wieder an. Das Wohnmobil haben wir am Wochenende schon ausgeräumt, geputzt und auch wieder in die Scheune gebracht. Und am Samstagabend waren wir noch ein paar Sachen schnell im Supermarkt einkaufen, nur das Nötigste. Leider nichts vom Markt. Obst und Gemüse gab es auch nur noch ganz wenig und das sah auch nicht mehr so toll aus am Abend in den Auslagen. Darum habe ich da auch nicht so viel mitgenommen. Eier auch nicht, die kaufe ich nicht im Supermarkt, sondern nur bei unserer Eierfrau des Vertrauens auf dem Wochenmarkt. Ja, und jetzt läuft der Kaffeeautomat, ein Morgenkaffee für mich und dann habe ich gleich noch mehr gekocht für Eiskaffee, denn die nächsten Tage soll es wieder richtig warm werden. Und wie das immer so ist nach dem Urlaub, die Waschmaschine läuft natürlich auch auf Hochtouren. Die ganze Wäsche muss gewaschen werden, die Bettwäsche von Wohnmobil. Und zu Hause habe ich auch noch schnell die Betten abgezogen, weil ich das vor dem Urlaub nicht geschafft habe. Naja, also ein ganz normaler Montag eben. Mein Sauerteigansatz, der hatte jetzt auch Ferien und stand ganze 14 Tage dick mit Mehl bestäubt im Kühlschrank. Und gleich nach dem Heimkommen habe ich ihn dann zum ersten Mal gefüttert und Sonntag dann nochmal. Und jetzt nehme ich immer ein bisschen ab und sammle das und gebe immer wieder frisches Mehl dazu. Und aus dem übrig gebliebenen Sauerteig mache ich dann irgendwann mal Sauerteigcracker. Und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis der Teig wieder richtig schön sprudelig ist. Weil ich morgen backen will, setze ich heute schon mal den Vorteig an. Und weil der Sauerteig noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur ist, gebe ich erstmal so ein kleines bisschen Hefe als Starthilfe dazu. Normalerweise backe ich gern zwei Brote auf einmal, aber wenn der Teig noch nicht so richtig aktiv ist, backe ich am Anfang gern jeden Tag, so lange, bis ich wieder im Rhythmus bin und der Teig wieder richtig läuft.
In den letzten Tagen war es hier ziemlich windig und der Wind hat ganze Arbeit geleistet und hat unseren Olivenbaum ordentlich durchgeschüttelt. Und bevor ich jetzt gleich die Wäsche aufhänge, fege ich erstmal alles zusammen, bevor sich das noch weiter verteilt. Fürs Wäschetrocknen ist der Wind natürlich heute perfekt. Allerdings muss ich aufpassen, dass mir die Wäschestücke nicht vom Wäscheständer geweht werden. Das hatte ich hier nämlich schon oft, weil manchmal echt ein ordentlicher Wind geht bei uns. Ja, und inzwischen ist auch schon fast Mittagszeit. Die Kids kommen gleich aus der Schule und bevor ich jetzt das Essen mache, lege ich noch schnell die Wäsche zusammen, die schon trocken ist. Bevor sie sich wieder später stapelt, mache ich das am liebsten gleich weg. Uns haben ja noch ein paar Eier gefehlt, also sind der Junior und ich dann nach dem Mittagessen los und haben bei uns im Nachbarort, bei unserer Eierfrau, da gibt es so einen Schrank, wo man sich selber bedienen kann. Und da haben wir Eier geholt und da ist so eine Kasse des Vertrauens, da kann man sich selber bedienen und legt dann einfach das Geld rein. Und das Ganze haben wir dann verbunden mit einem Besuch auf dem Blumenfeld. Da wachsen gerade so wunderschöne Bartnelken und da habe ich mir dann direkt welche gepflückt für zu Hause. Anschließend waren wir noch im Dorfladen und haben dort ein paar Kleinigkeiten geholt. Und dort gibt es da seit neuestem auch eine 24-Stunden-Milchtankstelle, wo man sich frische Heu-Rohmilch zapfen kann. Das wollte ich eigentlich schon vor dem Urlaub mal ausprobieren, habe aber dann gedacht, was für ein Blödsinn, wenn ich sowieso nicht da bin, kann ich daraus auch keine Dickmilch machen, weil die muss ja immer ein paar Tage stehen. Und deshalb habe ich das jetzt auf nach dem Urlaub verschoben. Und da haben wir uns erstmal einen Liter Milch gezapft, haben den mit nach Hause genommen und dann daraus Dickmilch gemacht und dann Frischkäse. Die Blumen habe ich dann zu Hause gleich in ein Glas gestellt, wie fast alle Gläser bei mir, natürlich von Lieblingsglas. Ich liebe solche Allrounder, weil die für mich einfach der Inbegriff von Minimalismus sind. Da braucht es keine 5 verschiedenen Blumenvasen und ich glaube, im Übrigen habe ich tatsächlich auch nur noch 2. Und ehrlich, mir reicht das völlig aus. Ob ich da Vorräte, Sauerteig oder Getränke reinmache oder eben das Ganze als Blumenvase nutze, funktioniert alles und sieht immer schön aus. Ich habe dann die Rohmilch, die wir uns von der Milchtankstelle mitgebracht hatten, erstmal mit einem kleinen Leintuch abgedeckt und habe sie aufs Fensterbrett gestellt, habe sie mir dann aber nochmal anders überlegt und sie in den Abstellraum umgeparkt. Da ist es ruhiger, da ist nicht so viel Licht und die Temperaturen sind einfach konstanter. Da darf sie jetzt ein paar Tage stehen, bis Dickmilch draus wird und dann versuche ich mich mal an dem Rohmilchfrischkäse.
bevor ich das Sauerteigbrot, das inzwischen schön aufgegangen war, in den Ofen schieben konnte, musste ich erst mal noch ein paar Spuren von einem kleinen Nasenblutenunfall beseitigen. Oh, das sah ja ein bisschen aus wie im Schlachthaus und das kann man natürlich nicht so lassen, denn wenn das Blut erst mal trocknet, dann kriegt man es immer so blöd wieder ab. Und nachdem ich dann das Waschbecken und das Bad sauber gemacht hatte, habe ich noch mal schnell die Spülmaschine ausgeräumt und gleich noch die Bettwäsche abgenommen, die inzwischen durch den Wind schön trocken war. Ich habe alles zusammengelegt und weggeräumt. Ja, und dann war auch schon wieder Zeit, das Abendessen vorzubereiten. Kennt ihr übrigens die Technik, wie man Spannbettlaken ordentlich zusammenlegt? Ich mache das schon viele Jahre so und bin immer wieder erstaunt, dass das manche tatsächlich noch gar nicht kennen. Man nimmt einfach die Ecken und legt sie ganz sauber ineinander. Erst die eine Seite, dann die andere Seite. So hat man am Ende ein schönes flaches Rechteck und dann lässt sich das zusammenlegen wie ein ganz normales Laken, ohne dass dieses zusammengeknautschte Knäuel dann sonst im Schrank liegt. Aber wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal, da kann ich dazu mal ein kleines Video machen. Ich finde es nämlich total praktisch, wenn die Spannbettlaken im Schrank ordentlich liegen und nicht einfach so zusammengeknautscht sind. Zum Abendessen gab es dann bei uns Krautnudeln. Das ist ganz einfach. Bandnudeln kochen, Spitzkohl mit ein bisschen Zwiebel in der Pfanne anbraten und dann das Ganze vermengen. Das geht ziemlich schnell. Wer mag, kann auch noch Speckwürfel dazu machen, aber da mein Mann kein Fleisch isst, habe ich die weggelassen und das schmeckt übrigens auch so. Dazu gab es noch einen frischen Salat und das leckere frisch gebackene Brot. Und als wir mit Abendessen fertig waren, haben wir schnell noch alles aufgeräumt und ich habe auch gleich noch den Rest vom Feta, der im Salat drin war, in ein Glas vakuumiert. Das hält sich dann länger und schimmelt nicht so schnell, wenn er nicht mal in der Salzlake liegt. Ja, und nachdem dann die Küche sauber und alles für den nächsten Tag vorbereitet war, habe ich mich noch gemütlich mit einem Buch auf die Terrasse auf meine Liege verkrümelt und noch ein bisschen gelesen. So, Delle, jetzt wisst ihr, wie mein Start nach dem Urlaub wieder begonnen hat und warum ich die kleinen Dinge des Alltags so gern mag. Das Schöne ist, sobald dieser Rhythmus wieder läuft, gehen mir viele Dinge fast allein von der Hand. Und es fühlt sich leicht an. Nicht, weil nichts zu tun wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil ich die Abläufe kenne und weil alles seinen Platz hat. Dieses Zuhausegefühl, das entsteht für mich genau dazwischen. Zwischen Wäsche waschen, Brot backen, Blumen hinstellen und Vorräte auffüllen. Das gibt mir Ruhe und das gibt mir Struktur. Und genau deshalb kann ich ohne Stress hier wieder starten. Schritt für Schritt einfach wieder ankommen. Weil ich weiß, was zu tun ist und weil ich weiß, wie es hier läuft. Und jetzt interessiert mich natürlich, was bedeuten für euch diese kleinen Dinge des Alltags? Was ist es, was euch Halt gibt und was nach dem Urlaub oder nach einer Pause für euch wieder zu Hause ankommen heißt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne den Kanal. Und jetzt sage ich einfach mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.